Gut, jetzt kommen wir zu den Fallen selber, zu den Fallensystemen. Das heißt, wir haben uns diesen Supermarkt angeguckt, in dem wir jetzt die Fallen aufbauen wollen, nachdem wir die Infrastruktur aufgebaut haben. Punkt 1, wie gesagt, Infrastruktur. Punkt 2, Fallen aufbauen. Weil ihr die Fallen vielleicht noch gar nicht so im Detail kennt, gehen wir auch noch mal auf die verschiedenen Fallentypen ein, wie sie funktionieren, was die Hintergründe sind, warum hier oben so ein Sticker drauf ist und was die Magnethalterungen bedeuten. Grundsätzlich gibt es verschiedene Systeme, das sind einmal die Rattensysteme und die Mäusesysteme. Bei den Rattensystemen fehlt der große Metalltunnel, den zeige ich heute mal nicht. Aber ich glaube, das reicht, um hier vorzuführen, wie es funktioniert und wie es auch ausschaut. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal den GSG-Tunnel für die Mäuse, wir haben den Speedbrake-Tunnel von Heisenberg auch für Mäuse, Nacktag von PPS für Mäuse. Dann haben wir hier auch nochmal eine Nacktag-Box, die gibt es auch unter anderen Namen. Und einmal DAF von Kilgerm. Fangen wir mal beim GSG-System an. Hier sieht man, ich habe das einfach aufgeklappt, wir müssen die Tunnel teilweise bearbeiten, um unser Sensormodul in die Mitte zu bekommen. Hier in der Mitte sieht man unser Sensormodul, die 2 Schlagfallen außenrum, mit denen dann die Mäuse auch gefangen werden. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf das Sensormodul selber ein. Hier oben sehen wir einmal eine Seriennummer. Die ist auch auf dem Deckel zu sehen und in dem QR-Code hinterlegt. Die Seriennummer ist ganz wichtig, um auch in der Software später immer zu wissen, welche Falle ist an welchem Ort. Die sind einzigartig, die gibt es auch nicht nochmal bei uns. So, wenn wir das Modul aufklappen, dann sehen wir hier 2 Akkus, die man auch rausnehmen kann. Ein Schalter, wenn wir den einmal drücken, kann man auch die Status-LED unseres Gerätes sehen. Da gibt es dann verschiedene Blinkcodes, auf die gehen wir auch gleich nochmal ein. Ich mache das Gerät jetzt nochmal aus, zeige auch, dass man hier die Akkus rausnehmen kann. Die sitzen sehr fest und wenn man die Akkus wechseln möchte, dann einfach wieder mit dem Pluspol Richtung Schalter, ist hier auch nochmal gekennzeichnet. Auf den Deckeln der Systeme sieht man das Ganze auch nochmal mit Plus zum Schalter. So, also ich lege die Akkus hier einfach wieder ein. Das Gerät ist einsatzbereit und ich baue es mal wieder in den Tunnel ein. Ansonsten sehen wir die Schlagfallen. Gehen wir auch auf die verschiedenen Tunnel nochmal ein, wie es ausschaut. Die haben hier so einen kleinen Magneten. Der Magnet ist mit einer Magnethalterung befestigt an der Schlagfalle, sodass unser Sensormodul über den Abstand vom Magneten zum Sensormodul immer weiß, ist die Schlagfalle gespannt oder ausgelöst. Wir verwenden grundsätzlich immer Kness-Schlagfallen. So, wenn wir die Fallen einrichten wollen, dann haben wir die Möglichkeit, den Plug-and-Play-Modus zu nutzen. Die Infrastruktur ist schon aufgebaut, mein WLAN-Router da hinten ist auch an. Wir müssen einfach nur noch die Fallen spannen und das System einschalten. Jetzt sehen wir ein langsames Blinken, das heißt, das System startet. Und jetzt wird es nochmal langsam blinken, das heißt, es sucht nach WLAN-Netzwerken, die es schon kennt. Das dauert jetzt ein bisschen, jetzt ist das Ganze ausgegangen und damit auch wahrscheinlich verbunden. Wahrscheinlich heißt, wenn dieser WLAN-Router keinen Internetempfang hat, dann hat die Falle zwar das WLAN gefunden und sich verbunden, aber vielleicht nicht an den Server gemeldet. Und um das sicherzustellen, müssen wir, um eine Falle einzurichten, dann auch auf die TrapLink-App gehen. Dann können wir unser Dashboard aktualisieren und sehen, hier ist jetzt ein Gerät online. Jetzt können wir da mal draufklicken. Da sehen wir auch die Seriennummer DRD-TIK-SR. DRD-TIK-SR, das passt auch von der Seriennummer. Beide Fallen sind gespannt. Das Gerät ist online. Wir können es zumachen und es ist aufgebaut. Ich komme gleich noch dazu, wie wir die ganzen Standortverwaltungen machen. Wir spielen das Ganze jetzt mal mit den verschiedenen Fallen hier nochmal durch und gehen nochmal auf die Feinheiten ein. So, also zur nächsten Falle. Ich stelle die mal hier auf Seite. Die ist schon online. Die nehme ich mir mal hier rüber. Nehmen wir den Speedbrake-Tunnel. Sehen wir hier eine andere Magnethalterung. Und auch das Sensormodul sieht leicht anders aus. Das heißt, wir haben nicht mehr das Schwarze, sondern hier das Weiße. Das kann man hier einfach reinstellen, aber auch rausnehmen. Das heißt, es ist modular aufgebaut. Falls so ein Tunnel mal verdreckt ist, kann man den auch austauschen. Man kann auch die Schlagfallen natürlich rausnehmen und austauschen, falls man das gerade braucht.
Hier wieder das gleiche Spiel. Beide Fallen spannen für den Plug-and-Play-Modus. Deckel auf, Knopf drücken, es blinkt langsam. Das heißt, das Gerät startet. Jetzt blinkt es wieder langsam. Das heißt, das Gerät sucht nach WLAN-Netzwerken, die es schon kennt. Es dauert ein paar Sekunden und hat aufgehört zu blinken. Wir können jetzt wieder in die Software schauen, einmal aktualisieren und sehen, 2 Geräte sind online. Wir können hier auch nochmal überprüfen. 4QP0, das passt von der Seriennummer und das System ist auch einsatzbereit. Machen wir das Ganze nochmal mit dem Nackttag-Tunnel, damit man einfach auch die verschiedenen Mäusesysteme gesehen hat. Also auch hier wieder alles modular. Man kann alles auseinandernehmen. Das ist das gleiche Modulgehäuse wie hier auch im Speedbrake. Das kann man einfach einsetzen. Beide Schlagfallen rein, die Fallen spannen, einschalten. Jetzt dauert es ein paar Sekunden. Das Gerät startet wieder über das langsame Blinken signalisiert. Sucht jetzt nach WLAN-Netzwerken, auch wieder über das langsame Blinken signalisiert und hat aufgehört zu blinken. Ich mache das einmal zu, lade meine App neu. Ich sehe jetzt auch hier in der Software, 3 Geräte sind online. Das heißt, auch die Falle mit der Seriennummer, den ersten 3 Buchstaben, D, F und 6, ist jetzt hier online in der Software zu sehen. Auch das System kann man dann einfach zumachen und platzieren. Jetzt machen wir bei den Rattenfallen nochmal weiter. Also hier einmal das Ganze aufmachen. Wir sehen hier wieder das gleiche Sensormodul. Ich nehme das mal raus. Unten noch eine schwarze Bodenplatte, damit das Ganze auch im richtigen Winkel sitzt für die Schlagfalle. An sich eine Rattenschlagfalle, auch von Kness. Hier ist wichtig bei der Nackttag-Box erst das Sensormodul einlegen, dann die Schlagfalle. Gerade bei Rattenschlagfallen weiß jeder, das tut ordentlich weh, wenn man nicht aufpasst. Das heißt hier über den Bügel spannen. Modul aufmachen, einschalten. Jetzt blinkt es wieder langsam, signalisiert den Startblinkcode des Gerätes. Blinkt wieder langsam, heißt es verbindet sich jetzt mit dem WLAN-Netzwerk, sucht nach Netzwerken, die es kennt und verbindet sich. Wir laden unsere App neu und sehen, 4 Geräte sind online. Das heißt jetzt hier auch nochmal reingucken. Seriennummer ist 1PH, die ersten 3 Buchstaben reichen meistens. 1PH ist online. Das heißt, auch die Box können wir jetzt schließen und sie ist einsatzbereit. Jetzt machen wir das Ganze bei der HF-Box auch nochmal. Muss ich einmal kurz aufmachen. Ich mache jetzt hier für die Übersichtlichkeit einfach mal den Deckel runter. Hier wieder das gleiche. Wir haben ein Kunststoffteil, in dem unser Sensormodul drin sitzt. Wir können das Sensormodul hier zentrieren über die Stifte. Die Falle spannen, natürlich wieder auf die Finger aufpassen. Und auch das Modul einschalten. Man kann auch den Deckel direkt zumachen. Man sieht das Blinken meistens durchs Gehäuse durch. Es blinkt wieder langsam. Das heißt, es sucht das ist der Startblinkcode. Jetzt sucht es nach WLAN-Netzwerken. Hat aufgehört zu blinken. Wir können die App neu laden. Und sehen auch hier 5 Geräte jetzt online. Seriennummer ist HU2. HU2 ist online. Und dann können wir natürlich auch das System einmal Deckel zu und fertig. Das heißt, ich habe jetzt innerhalb von 5 bis 10 Minuten mit Erklärung und ganz langsam mal die Systeme eingerichtet. Ich glaube, da sieht man auch, wie schnell man mit dem Ganzen arbeiten kann. Ich stelle das jetzt noch mal so ein bisschen auf. Ein paar Sachen sind jetzt vielleicht für das Verständnis gewesen. Wenn wir Fallen tatsächlich aufstellen, würde es für uns bedeuten, wir machen die Falle nicht hier an, sondern wenn wir vielleicht irgendwo im Raum aufstellen wollen, wenn wir uns einen Supermarkt anschauen, gehen wir natürlich nicht zum Router und machen die Falle da an, sondern wir machen jede Falle an dem Punkt an, wo wir sie auch aufstellen wollen. Weil diese Falle natürlich nach WLAN-Netzwerken sucht und sich damit verbindet. Das heißt, wir überprüfen gleichzeitig an dem Standort, wo wir die Falle aufstellen wollen, haben wir den Empfang, den wir brauchen, um das Gerät aufzustellen. Gleichzeitig geht das Gerät nach Neustarten, Auslösen, Neuspannen oder jeglicher anderer Interaktion eines Nutzers immer in den Connectivity-Modus. Das heißt, die Falle überprüft selber alle 2 Minuten, 5-mal hintereinander, bekomme ich eine Verbindung zum Server.
Sollte eine der Verbindungen nicht stattfinden, dann weiß der Server das und sagt, hier haben wir eine instabile Verbindung. Diese Nachricht kommt dann meistens so nach 5 bis 10 Minuten und wir können als Nutzer der Systeme dann sehr schnell reagieren und sagen, wir stecken hier nochmal einen Repeater ein, machen die Falle nochmal aus, machen sie nochmal an und alles funktioniert, wie es soll. Gut. Ich mache jetzt einmal hier die Falle aus, entspanne auch beide Fallen, setze jetzt alles wieder zurück, mache das bei den ganzen Systemen einmal durch. Da können wir einmal auch zuschauen. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder meine Seriennummer DF6, klicke bei mir in der Software auf die Falle selber, sehe dann meine Einstellungen für die Falle, kann da auch nochmal auf die Einstellung der Falle selber klicken und auf Ausschalten gehen, um das System dann auch auszuschalten. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe dem Server gesagt, dass ich das System hier auch ausgeschalten habe. Die Falle kann sich natürlich nicht mehr melden, wenn ich hier auf den Knopf drücke, um das System auszuschalten. Und der Server erwartet immer eine Statusmeldung von der Falle selber. Das heißt, entweder in diesem Connectivity-Modus, 2 Minuten, 5-mal hintereinander, oder in der Produktivumgebung, wenn es dann wirklich aufgestellt ist und alles sicher läuft, alle 6 Stunden eine Nachricht von der Falle an den Server. Und das sehen wir natürlich dann auch in unserem User-Interface, auf der App zum Beispiel. Sollte da eine Meldung ausbleiben, sagt unser Server, die Falle wollte sich eigentlich melden, hat sich aber nicht gemeldet. Jetzt muss ich dem Nutzer sagen, dass hier ein Statusmeldungsfehler ist nach 6 Stunden. Sollte das zweimal hintereinander passieren, also 12 Stunden lang eine Falle keine Verbindung finden, dann bekommen wir die Nachricht, diese Falle ist ausgefallen, jetzt ist eine kritische Meldung, also kein Warnhinweis mehr. Der Nutzer muss jetzt sich das System anschauen und eventuell gucken, ob ein Repeater, ein Router oder Ähnliches ausgesteckt worden ist, vielleicht auch das System kaputt gefahren worden ist. Da kommen wir aber auch später nochmal drauf, wie man dieses Kaputtfahren und andere Thematiken lösen kann. Ich mache das jetzt mal bei allen Systemen durch, dass man auch das Ausschalten von Fallen mal sieht, wenn man es für eine Bekämpfung nutzt oder beim Permanent Monitoring zu viele Systeme aufgestellt hat. Die ist schon ausgeschalten. Dann nehmen wir uns die nächste. Das erste, was wir machen, ist immer Deckel auf, Knopf drücken, ausschalten. Wenn wir nicht wissen, ob es aus ist, dann können wir auch nochmal drauf drücken. Dann sehen wir jetzt, es blinkt. Wenn wir dann nochmal drauf drücken, ist das System auch aus. So, Fallen entspannen und dann in die Software gehen. So, in die Software gehen, sich die Seriennummer raussuchen, 4QP, da draufklicken, auf die Einstellung gehen und das System dann auch ausschalten. Damit geht es auf Grau, also auf inaktiv. Und wir sehen jetzt dann auch im Dashboard, wir haben nicht mehr 5 Geräte online, sondern nur noch 3. Das mache ich jetzt noch ein paar Mal, einfach damit man es gesehen hat und auch ein bisschen verinnerlicht. Das heißt auch hier wieder Deckel auf, erstes Modul auf, ausschalten, dann die Fallen entspannen, dann in die Software gehen, Seriennummer anschauen, DRD, einmal auf die Falle klicken, Einstellungen und ausschalten. So. Wenn wir jetzt das Dashboard neu laden, dann sehen wir haben nur noch 2 Geräte online. Das sind unsere Rattenfallen. Hier muss man natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Deckel auf, System aus, Deckel zu, Schlagfalle vorsichtig entspannen, Deckel zu, einmal auf die Online-Geräte gehen, dann kann man sich hier mit der Seriennummer raussuchen, 1PHH, auf die Einstellung gehen und auch das System dann ausschalten. Das Ganze machen wir mit der AF-Box jetzt auch nochmal. Auch hier Deckel auf, Modul aus, Deckel zu, Schlagfalle vorsichtig entspannen, System einpacken, in die Software gehen, Seriennummer ist HU2, einmal da drauf tippen, auf die Einstellungen, dem Server sagen, dass das System auch ausgeschaltet ist. Gut, wir haben jetzt keine Systeme mehr online. Im Normalfall sieht es aber so aus, dass da mehrere 100 Systeme immer online sind und offline sind. Das heißt, das, was ich jetzt gezeigt habe mit den Einstellungen von den Fallen, ist schon mal grundsätzlich eine Einführung gewesen. Später navigieren wir aber immer über den Standort, um auch nur mit den Fallen zu interagieren, mit denen wir jetzt gerade arbeiten wollen. Und da kommen wir jetzt auch schon auf den zweiten Part. Wir wollen jetzt
hier in unserem Supermarkt ein paar Fallen installieren. Punkt Nummer 1, den wir durchgeführt haben, wie gesagt, Infrastruktur wurde schon aufgebaut. Wir haben unsere Router und unsere Repeater eingesteckt in folgender Reihenfolge. Erst den Router, geguckt, ob der funktioniert, ob da die Statusleuchten alle so leuchten, wie sie sollen, und dann die Repeater eingesteckt. Alles ist immer vorkonfiguriert, das heißt, wie wir jetzt gesehen haben, auch die Fallen anschalten und Ähnliches geht bei euch genauso, wie ich es jetzt vorgeführt habe. Jetzt muss ich ein bisschen was am Handy zeigen. Wir wollen nämlich jetzt in unserem Supermarkt natürlich die Fallen aufstellen. Das heißt, wir müssen unten einmal auf die Standorte navigieren. Es gibt einen Standort, der heißt immer Storage. Das ist euer Überstandort, in dem alle Fallen immer drin sind. Dann gibt es Unterstandorte, die man da erzeugen kann. Und sowas machen wir jetzt mal. Wir legen uns jetzt mal den Supermarkt an, indem wir hier auf die Übersicht klicken, auf Unterstandort hinzufügen und dann den Namen des Supermarktes hier auch mal eingeben. Also hier Supermarkt XYZ, Adresse, wir sind jetzt hier gerade in Zollhof 7, unserem Firmensitz, Straße Zollhof 7, Nürnberg. Können wir dann auch immer abspeichern. Und damit wurde dieser Standort auch erzeugt. Wenn wir jetzt oben wieder auf diese 3 Striche gehen, dann sehen wir auch unten den Supermarkt XYZ. So, hier sind keine Geräte drin. In der Übersicht sehen wir auch nochmal, das ist der übergeordnete Standort dazu, Adresse und wie ist der Name des Standorts. Wir sehen, was für Meldungen haben wir, nämlich noch gar keine. Wer darf da zuschauen? Noch kein anderer Benutzer. Und hier könnte man auch Grundrisspläne hochladen über unser Grundrisstool. So, gehen wir jetzt einfach mal wieder auf die Geräte zurück. Wir machen Schritt für Schritt das Ganze durch. Dann sollen wir jetzt hier erstmal Geräte hinzufügen in den Standort. Das heißt, wir können jetzt hier auf Hinzufügen klicken, hinzufügen mit QR-Code-Scan, nehmen uns dann einmal eine Falle, die wir aufstellen wollen in diesem Supermarkt. Das heißt, wir haben die jetzt einmal abgescannt, klicken auf die Falle, gehen auf Hinzufügen und das System ist jetzt auch in dem Standort abgespeichert. Wir können auch mehrere gleichzeitig hinzufügen, das mache ich jetzt mal bei den nächsten beiden Mausesystemen. Hinzufügen mit QR-Code-Scan und dann einmal die Falle abscannen, weitere Geräte scannen, die hier. Machen wir noch das hier. Und wir scannen auch noch das hier drüben. Man sieht, das geht sehr, sehr fix. Ich klicke jetzt einfach hier die Systeme an, gehe auf Hinzufügen und wir haben die 5 Geräte, die wir aufstellen wollen, in dem Standort. Jetzt kann es ja sein, dass wir in dem Standort ein Lager haben beziehungsweise nein, wir haben in dem Standort ein Lager und wir haben einen Backshop. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal auf die Standortverwaltung über die 3 Striche oben. Und können natürlich hier auch sehen, der Supermarkt hat noch keine Unterstandorte. Wenn wir nochmal auf den Supermarkt klicken und dann in Übersicht, können wir auch einen Unterstandort hinzufügen, zum Beispiel jetzt hier das Lager. Speichern. So, wir sehen jetzt hier in der Standortübersicht den Supermarkt mit dem Lager unten drunter. Das Lager könnten wir auch wieder unterteilen in zum Beispiel Getränkelager und Pfandlager. Oder Anlieferungslager, Wareneingang, Warenausgang. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also man kann grundsätzlich einen Baum aufbauen aus Überstandorten und Unterstandorten und verschiedenen Bereichen auch, je nachdem, wie man es benennen möchte. Wenn wir jetzt im Lager uns befinden, dann sehen wir, hier sind keine Geräte. Im Supermarkt selber sehen wir aber, da sind unsere 5 Geräte. Wenn wir die jetzt in den Unterstandort ziehen wollen, gehen wir einfach wieder auf den Unterstandort, klicken auf Hinzufügen, hinzufügen mit QR-Code-Scan. Die Falle hier wollen wir auch im Lager aufbauen. Klicken Sie wieder an, gehen auf Hinzufügen und sehen die Falle jetzt auch im Lager. Man kann sich jetzt auch fürs Lager selber einen Grundriss hinzufügen und für den Überstandort in den Supermarkt, falls man ein größeres Objekt hat, zum Beispiel mehrere Eben bedient, dann macht es Sinn, die verschiedenen Eben in verschiedene Grundrisspläne einzubauen, also auch die Unterstandorte zu nutzen. Gehen wir wieder in die Standortübersicht zurück, in den Supermarkt. Dann sehen wir hier, wenn wir auf die Geräte gehen, unsere Geräte sind alle inaktiv. Das ist das Erste, was gut auffällt. Wir sehen die Seriennummern und wir sehen, dass die Falle mit der Seriennummer DRD, die wir ins Lager geschoben haben, hier auch mit Lager nochmal benannt worden ist, um zu unterteilen, welches System steht in welchem Bereich. Gut. Jetzt wollen wir natürlich
die Fallen auch akkurat aufstellen, wie wir es in so einem Supermarkt machen. Dazu brauchen wir jetzt einen Grundrissplan. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wieder am Handy über das Standortmenü hier nach rechts zu swipen, im Supermarkt und auf Grundriss zu gehen. Und jetzt könnte man hier einen Grundriss hochladen, entweder aus der Fotobibliothek oder via Fotoschießen, dann auch ein Foto hochzuladen. Ich habe da hinten einen Feuerplan hängen. Das ist in den meisten Supermärkten so oder auch in den meisten Büroobjekten, dass es diese Feuerpläne gibt. Deshalb fotografieren wir den einmal ab. Man könnte ansonsten natürlich auch eine PDF über den PC hochladen. Das ist bei iPhones leider nicht ganz so einfach. So, also einmal Fotoschießen. Wir wollen diesen Fluchtplan einmal abfotografieren. Man sieht, es blendet ein bisschen, ist aber nicht groß problematisch, um dann später das Foto auch akkurat in der Software angezeigt zu bekommen. Das Foto geschossen, wollen es auch benutzen. Klicken hier auf Use Photo. Das wird jetzt bei uns in der Software hochgeladen. Und jetzt dauert es ein paar Sekunden. Und wir sehen jetzt auch in der Software dann den Grundrissplan. So, bei mir hat das jetzt ein bisschen länger geladen, weil ich in dem mobilen WLAN-Router drin ist. Gut, wenn wir in dem Grundrissplan drin sind, können wir über Geräte hinzufügen, hier auch die Geräte aus den verschiedenen Bereichen uns raussuchen und dann auf dem Grundrissplan dahin schieben, wo wir sie aufstellen. Wir wissen ja noch gar nicht, wo wir die Falle hier aufstellen wollen, deshalb entferne ich die nochmal aus dem Grundrissplan und zeige später nochmal die genaueren Features, wie das alles funktioniert. Grundsätzlich gehen wir jetzt nochmal in den Supermarkt. Haben wir ja gesagt, es gibt verschiedene Geräte. Eins davon ist im Lager. Ich möchte das Ganze jetzt nochmal wiederholen. Wir bauen jetzt einfach mal den Kundenbereich auf als Unterstandort. Dafür gehen wir wieder in Übersicht, wieder auf Unterstandort hinzufügen und geben hier einmal ein Kundenbereich. Klicken auf Speichern und haben uns jetzt auch diesen Unterstandort hinzugefügt. Das heißt jetzt, im Supermarkt selber sind alle Geräte, im Kundenbereich haben wir noch keine Geräte. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Hinzufügen, hinzufügen mit QR-Code-Scan, scannen uns die Fallen Stück für Stück ab, weitere Geräte scannen, zack, 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 klicken uns die einmal an, dass überall der Haken ist, auf Hinzufügen und die Fallen sind in dem Bereich. Das heißt, wir sehen jetzt hier auch in dem Supermarkt, wenn wir da nochmal auf dem Standort sind, dass im Lager eine Falle ist, nämlich die mit der Seriennummer hier. Und die anderen Fallen, sollten wir vielleicht räumlich auch ein bisschen trennen, alle im Kundenbereich sind. Und damit haben wir schon mal so eine gewisse Vorauswahl getroffen. Wir müssen das aber gar nicht am Anfang machen, sondern wir können auch, während wir die Fallen aufstellen, unsere Bereiche nochmal erzeugen. Wir können auch, während wir die Fallen aufstellen, die Fallen in die Bereiche auch reinziehen, damit wir uns jetzt nicht am Anfang alles so zurechtlegen müssen. Man hat ja meistens nicht den Platz. Und außerdem weiß man nicht immer, sollen da 2 Fallen hin oder vielleicht doch nur eine oder sind es in dem oder dem Bereich vielleicht doch noch mal mehr als vorher geplant. So kann man sehr, sehr modular mit dem System arbeiten. Ich zeige jetzt nochmal, wie das im Standort aussieht, wenn wir jetzt eine Falle anmachen. Also auch wieder die Falle selber. Die Infrastruktur haben wir in unserem Supermarkt schon aufgebaut. Jetzt können wir die Fallen spannen und das Ganze anmachen. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Dann ist das Gerät auch online. Das heißt, wir können hier auch nochmal ins Dashboard gehen. So, meine Falle blinkt gerade noch, hat gerade aufgehört. Aktualisieren wir einfach mal. Ein Gerät ist online. Jetzt können wir in den Standort auch mal rein navigieren. Ich glaube, im Lager steht die. Dann sehen wir, die ist auch online im Lager. Wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen, sehen wir auch im Supermarkt, dass die Falle jetzt online ist. Wenn so eine Falle auslöst, können wir auch wieder aufs Dashboard gehen. Dauert ein paar Sekunden, 10 bis 20 meistens. Können hier einmal neu laden und sehen direkt, eine Falle hat ausgelöst. Also das waren jetzt hier ein Bruchteil von Sekunden, wo wir das gesehen haben. Können wir auch hier auf den kritischen Status klicken, die Falle selber und sehen dann, wo ist das Ganze aufgestellt, nämlich hier im Lager. Können jetzt in den Standort selber einmal rein navigieren, das Lager, und sehen, die Falle hat ausgelöst, die hat jetzt einen kritischen Status, da muss was gemacht werden. Das Ganze kriegt man auch per E-Mail und SMS-Benachrichtigung. Wie man das konfiguriert, zeige ich später auch nochmal. Ansonsten könnte man, wenn die Falle im Grundrissplan ist, auch nochmal sehen, wo steht das Gerät genau. Dann direkt zur Falle selber navigieren, sich da hinbegeben, Maus rausnehmen, Falle wieder spannen
Einmal gucken, ob es geblinkt hat. Hat geblinkt. Alles soweit in Ordnung. Und hier einmal wieder neu laden. Und dann sehen wir auch, die Falle ist online und es gibt keine kritische Meldung mehr. Das heißt, die löschen sich, beziehungsweise das Gerät bleibt so lange in der kritischen Meldung gefangen und wird rot angezeigt, bis es wieder gespannt ist oder wieder online ist, je nachdem, welche kritische Meldung kommt. Gehen wir jetzt hier zurück, hat das Ganze noch nicht, Sekunde, hat das Ganze auch noch nicht neu geladen. Das heißt, wir müssen einmal wieder in den Standort gehen. Wir sehen, jetzt ist die Falle auf blau wieder. Was wir vergessen haben, ist zu sagen, dass da auch eine Maus drin war. Wir sehen jetzt hier eine Auslösung insgesamt. Gehen wir auf die Einstellung der Falle, können wir auch den Befall einmal dokumentieren und sagen, okay, hier war was. Wenn wir jetzt in die Meldungen klicken, dann sehen wir, die Falle war ausgelöst um 12:13 Uhr 45 Sekunden am 23.04. Ist dann wieder gespannt worden und ist jetzt auch wieder und ist befallen. Da war ein Befall. Das Ganze sehen wir dann natürlich auch in den Meldungen des Supermarktes. Wenn wir hier einmal draufklicken und die haben aber noch nicht perfekt geladen. Deshalb gehen wir hier auf die Meldung. Da sehen wir jetzt auch im Lager, dass da alle Meldungen sind der Falle, die wir ausgelöst und angeschaltet haben. Gut, ich mache die Falle wieder aus, damit wir sie auch vor Ort aufstellen können, wie es nämlich richtig ist. Das heißt, einmal wieder auf die Falle selber klicken. Geräte, Falle, Einstellungen, ausschalten. Und jetzt platzieren wir die doch tatsächlich mal so, wie sich das fachmännisch gehört. Wir sehen jetzt hier 0 Geräte online. Und jetzt wird es ein bisschen dynamisch. Ich schnappe mir mal 2 Mausefallen. Wir gehen einmal durch den Raum und stellen die Fallen auch da auf, wo sie dann später aufgestellt werden sollen. So, das heißt einfach, ich würde sagen, hier hinten unter der Heizung stellen wir eine Falle auf. Nehme ich mir den GSG-Tunnel. Das Handy können wir natürlich auf die Heizung legen. Wir machen den Tunnel auf, spannen beide Fallen, machen das System an. Beide Fallen müssen immer gespannt sein, wenn wir das System starten, damit der Plug-and-Play-Modus aufgerufen wird. Die Falle blinkt langsam, das heißt, sie hat sich eingeschaltet, blinkt jetzt weiter langsam, hat direkt aufgehört. Das heißt, sie ist mit dem Netzwerk verbunden. Wenn wir jetzt das Dashboard neu laden, dann sehen wir, hier ist eine Falle mehr online als vorher. Wir können jetzt hier auch auf unseren Standort zurück navigieren, sehen, die Falle mit der Seriennummer ist auch online. Die soll aber gar nicht im Lager sein, sondern das ist hier der Kundenbereich. Das haben wir vorhin falsch gemacht vielleicht. Gehen wir einfach auf den Kundenbereich, klicken auf Hinzufügen, scannen uns die Falle einmal in den Bereich, fügen sie da hinzu, sehen, die ist online. Jetzt muss ich selber kurz gucken, genau. Und die Falle ist jetzt positioniert, online und eingerichtet. Das heißt, Punkt 1 ist, wir spannen beide Fallen, machen das System an, schauen, dass es langsam blinkt für den Startblinkcode, schauen, dass es nochmal langsam blinkt für den WLAN-Verbindungscode. Hört es auf zu blinken, warten wir ein paar Sekunden, schauen in die Software. Ist die Falle dann hier auch online angezeigt, wissen wir, das System ist eingerichtet. Das heißt, eine Einrichtung funktioniert. Es besteht aus den 3 Schritten. Fallen spannen, anmachen, in die Software gucken, ist das System online. Wenn wir die Falle dann auch in den Standort ziehen wollen, müssen wir natürlich einmal den QR-Code abscannen in dem richtigen Standort. Und was wir natürlich jetzt noch machen können, ist hier in den Supermarkt zu navigieren, auf den Grundriss zu gehen. Das lädt jetzt ein bisschen. Einmal die Geräte hinzuzufügen, nämlich aus dem Kundenbereich. Seriennummer ist die hier. Die Falle ist als blau angezeigt. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz auf dem Grundrissplan orientieren. Genau, hier ist der Zwischengang. Ungefähr hier steht die Falle. Und jetzt können wir die nächste aufstellen. So, das heißt jetzt hier Tunnel aufmachen, schauen, dass beide Fallen sitzen, beide Fallen spannen, schauen, dass das Sensormodul richtig sitzt, Falle einschalten. Es blinkt langsam, das heißt, das Gerät startet. Jetzt sehen wir gleich nochmal ein langsames Blinken. Das heißt, sie hat sich mit dem WLAN verbunden oder sucht nach WLAN-Netzwerken. Hat gleich aufgehört zu blinken, weil wir hier guten Empfang haben. Das Gerät ist jetzt also verbunden. Wir sehen, dass es online ist. Wir könnten jetzt hier wieder auf unseren Standort navigieren.
und natürlich dann auch die Falle im Grundrissplan hinzufügen. Seriennummer ist DF6. Die wählen wir uns einmal aus und platzieren sie dann auch an dem Ort, wo sie hingehört. Das ist jetzt hier ungefähr an der Position. Die Falle ist online und eingerichtet. So einfach kann man das System dann im Endeffekt aufbauen. Ich gehe jetzt wieder an meine Position zurück. Wir lösen dann gleich die Fallen auch nochmal aus, dass man das Ganze nochmal sieht. Ich möchte jetzt nochmal Revue passieren lassen, was wir gerade gemacht haben. Wir haben als erstes die Infrastruktur nach der Infrastrukturschulung aufgebaut, also nach den Handlungsempfehlungen. Das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben in der Software den Standort angelegt, den man jetzt hier auch findet, nämlich Supermarkt XY. Wir haben Bereiche angelegt, Lager- und Kundenbereich. Wir haben uns die Fallen erstmal in den Supermarkt gezogen, damit wir wissen, wo sie auch sind und später nicht eine Falle noch vergessen oder Ähnliches in diesem Supermarkt. Dann haben wir gesagt, wir wollen ein paar Fallen aufstellen. Die eine war vielleicht in einem falschen Standort, haben sie dann vom Lager in den Kundenbereich gezogen, aufgestellt, indem wir gesagt haben, wir nehmen das Gerät, spannen beide Fallen, machen es an, gucken, dass es langsam blinkt. Wenn es langsam blinkt, dann ist alles richtig gemacht worden. Dann gucken wir, sobald die Falle aufgehört hat, zu blinken. In unsere Software wird sie da auch online angezeigt. Hat alles funktioniert, wie es soll. Wir drehen jetzt mal die Zeit ein bisschen nach vorne. Wir haben die ersten Mäuse gefangen, laden unsere App oder gehen morgens neu rein und sehen jetzt auch hier direkt, ist eine kritische Meldung. Wir haben 2 Systeme insgesamt installiert und aufgebaut und eins von beidem hat auch schon ausgelöst. Dann können wir hier wieder auf die Falle selber navigieren über das Dashboard, sehen, das ist die Falle mit der Seriennummer und die steht hier im Kundenbereich. Wir sehen auch, wann hat das Ganze ausgelöst, indem wir auf die Meldungen gucken. Das heißt, in dem Fall jetzt 3 Minuten, nachdem wir sie aufgestellt haben, haben wir schon die Auslösung. Normalerweise hätte man hier vielleicht auch ein paar Stunden mehr. Es gibt tatsächlich Einrichtungen, auf denen wir sind, wo wir Kunden betreuen und schulen, 50 Fallen aufstellen und innerhalb der ersten 50, beziehungsweise innerhalb der letzten Geräte, die wir dann aufbauen, wird dann Fang angezeigt und alle wundern sich, wie kann das sein? Wir laufen hin und nach 2 Minuten haben wir schon die erste Maus gefangen. Das ist schon sehr, sehr interessant und geht manchmal natürlich auch schnell. Man sieht es auch direkt. Das heißt, die Falle, selbst wenn sie nur alle 6 Stunden eine Statusmeldung schickt, sobald sie auslöst, meldet sie sich direkt am Server. Wacht also auf, schickt eine Nachricht an den Server und wir bekommen auch direkt die Benachrichtigung als Schädlingsbekämpfer, sodass wir agieren können und die Falle wieder spannen können. So, wir sehen jetzt, die Falle hat ausgelöst. Wir gehen einmal in den Standort. Hier sehen wir auch im Grundrissplan, die Falle hat ausgelöst. Wir sehen auch in der Geräteübersicht, dass hier, das hat noch nicht neu geladen. Wir sehen auch in der Geräteübersicht, dass hier eine Falle ausgelöst ist und können natürlich da jetzt mal hinlaufen. Normalerweise ist man ein bisschen weiter von der Falle entfernt, aber wir laufen jetzt mal hin. Ich habe meine Falle natürlich über den Grundrissplan auch direkt wieder gefunden, weil sie natürlich auch gut markiert ist und akkurat aufgestellt ist. Das heißt, solche Tools helfen einem da auch immer sehr gut, um die Fallen zu finden. Das System selber hat ausgelöst. Da ist jetzt entweder eine Maus drin oder es ist keine drin. In dem Fall war jetzt eine Maus drin, die habe ich rausgenommen, Falle entleert, Falle wieder gespannt, natürlich nachdem ich sie gereinigt habe. Gehe selber nochmal auf das System, schaue nochmal, was da los ist, was da los war, wann sie ausgelöst hat. Jetzt hier auch nochmal in die Falle selber rein, dokumentiere den Befall, das heißt hier auf die Einstellung der Falle, Befall dokumentieren. Wir sehen, die Falle ist auch schon wieder gespannt, also hier sie war ausgelöst, ist wieder gespannt. Ich habe den Befall einmal dokumentiert, können das System dann zumachen, wieder aufstellen und haben jetzt alles getan, was wir tun mussten als Schädlingsbekämpfer. Das heißt, wir sind jetzt nicht alle Fallen abgelaufen, sondern ganz gezielt zu der gegangen, die wirklich ausgelöst war.